Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, werden wir natürlich auch diese Woche wieder gemeinsam die aktuellen Top-Partien lösen und ich zeige euch da wie immer einen günstigen Lösungsweg. Wir bekommen hier Packs im Wert von ca. 70.000 Coins und wir bezahlen dafür gerade einmal nur 22.000 bis 25.000 Coins. Aber habt etwas Geduld, denn ja, wenn ihr im Hype oder nach dem Release kurzfristig dann einkauft, könnte es sein, dass die Spieler, ja, wie gesagt, kurzfristig etwas teurer sind. Deswegen bringt Geduld mit, wartet vielleicht 1 oder 2 Tage ab und kauft euch erst dann die Spieler. Dann sind sie auf jeden Fall günstiger vom Transfermarkt zu ersnipen. Ansonsten sind das Top-Partien, keine gewöhnlichen. Es sind ja die beliebtesten Football-Derbys der Welt und die schauen wir uns jetzt an. Wir haben 4 an der Zahl. Es war ja die Vermutung, dass es etwas größer wird. Also sollten andere Top-Partien auf jeden Fall erscheinen. Ja, wir haben jetzt so die beliebtesten Derbys, aber tatsächlich sollten vielleicht noch mehr Mannschaften zur Verfügung stehen und auch die Belohnungen sind dann natürlich mehr. Aber ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, die mitzunehmen. Man macht eigentlich keinen Verlust, wenn man die dann auch oder die Items dann auch wirklich alle verkauft. Und ja, starten wir rein mit der ersten Partie. Das Griechenduell, mein Griechisch ist natürlich nicht so gut, deswegen werde ich erst gar nicht versuchen, die Namen auszusprechen. Aber wir benötigen auch nur einen Hellas Liga, also einen Spieler aus der griechischen ersten Liga, Vereine mindestens 3, Spieler aus derselben Liga max 4, Teamgesamtbewertung 70, Teamchemie 70 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr könnt alle Teams 1:1 nachkaufen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Dann würde ich sagen, legen wir los mit der ersten Partie. Let's go! Und damit haben wir schon die erste Partie gelöst. Ich werde meine Teams, wir machen natürlich auch alle Packs auf, aber erst im Anschluss abgeben, weil es kann sein, dass ich vielleicht den einen oder anderen Spieler mehrfach verwendet habe und ich möchte einfach das Risiko nicht eingehen, hier die SBCs im Voraus abzugeben und euch dann kein schönes Video liefern zu können. Deswegen probieren wir das jetzt einmal so und die zweite Partie Ajax gegen PSW, da brauchen wir einen Spieler der jeweiligen Vereine, Ligen max 3, Spieler aus einem Verein max 3, seltener mindestens 2 Spieler werden benötigt, Teamgesamtbewertung 72, Teamchemie 75 und dann würde ich sagen, auch hier gehen wir einmal fix durch, let's go. Und damit haben wir auch diese Top-Partie gelöst. Ich schaue nochmal gerade, ich habe hier gesehen, ich habe hier einen IV. Den müssen wir nicht unbedingt einsetzen, deswegen würde ich einfach nochmal in die Serie A gehen. Das ist natürlich schwachsinnig. Ich habe natürlich das, was ich gerade im Verein hatte, dafür verwendet. Könnt natürlich auch hier den Stürmer oder ihn hier verwenden. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Das sollte von der Chemie auf jeden Fall noch passen und der hat nur 750 gekostet. Also nimmt lieber diesen Lobotka anstatt den Odin oder Godin. Okay. Und auch hier haben wir das einmal geklärt. Und dann die nächste Top-Partie, Bayern gegen Dortmund, ganz klar. Und hier wird es auch schon vielleicht ein bisschen teurer. Ich habe die Spieler noch im Verein, deswegen kann ich es nicht garantieren, dass die Dortmunder oder Bayern-Spieler momentan günstig sind. Ich denke, das legt sich aber in den folgenden Tagen. Bayern oder Dortmund brauchen wir mindestens 2 Spieler, Länderregion mindestens 5. Spieler aus demselben Land, Region max 3, also mehr als 3 deutsche Spieler wird es nicht möglich sein. Seltene mindestens 2 Spieler, Teamgesamtbewertung 74 und eine Teamchemie von 80. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go.
Und damit haben wir auch die deutsche das deutsche Top-Partie, die deutschen Top-Partien, wie auch immer, gelöst. Und jetzt schauen wir uns die nächste an. Liverpool gegen Manchester United. Da brauchen wir jeweils einen Verein der Vereine. War das? Okay, jetzt habe ich aber ein bisschen den Faden verloren. FC Liverpool, egal, mindestens ein Spieler. Manchester United, mindestens ein Spieler. Premier League, mindestens 4 Spieler. Seltener, mindestens 2 Spieler. Teamgesamtbewertung 76. Teamchemie 85. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die letzte Top-Partie gelöst und ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr was Gutes ziehen werdet. Ich versuche auf jeden Fall auch mein Glück. Ich gebe das Ganze jetzt einmal ab. Momentan glaube ich, ja, überschlagen sich die Ereignisse. Ich glaube, wir haben gar nicht die Möglichkeit, aktuell irgendwie einen Versus-Spieler zu ziehen. Irgendwas ist da auf jeden Fall im Busch. Hier ist auf jeden Fall auch was im Busch, denn mir wird nur ein Pack angezeigt, aber da oben steht da 2, von daher glaube ich, rücken die irgendwie nach. Auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig alles zurzeit. EA erlaubt sich da sehr, sehr viele Fehltritte und ich hoffe nicht, dass es noch mehr werden, weil irgendwann, ja, die Community ist ja jetzt schon sehr, sehr ungeduldig. Ich finde es auch langsam, ja, kann man nicht mehr drüber hinwegsehen. Ist dann irgendwie schwierig. Ja, okay. Jetzt haben wir auch das letzte Pack noch abgeholt. Mega-Pack, wie gesagt, im Wert von 20.000 Coins. Dann war da noch ein 20k-Pack dabei und noch kleinere Packs. Haben natürlich auch ihren Wert, nicht der Rede wert, aber insgesamt, ja, haben wir hier 5 Packs im Wert von circa 70.000 Coins. Wir haben jetzt keine Möglichkeit, das irgendwie zu sortieren oder irgendein Pack zuerst aufmachen. Deswegen würde ich sagen, starten wir rein mit dem seltenen Gemischt-Spieler-Pack. Und davon, ja, ist das kleinste, von daher ist es in Ordnung, dass es zuerst kommt. Okay, Abfahrt, komm. Okay, Stürmer. Spanier ist aktuell, glaube ich, keiner drin. Paco Alcázar, also nicht im Versus-Team von. Doch, Traoré wäre drin. Ja. Oh, Gullit haben wir auch gezogen. Gullit. Ja. Ist das der Sohn tatsächlich? Oder irgendwie ein ferner Verwandter? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ansonsten, ich kenne mich, ich google das nachher eh noch. Okay, und dann haben wir das nächste Pack. Prime Spieler-Pack in klein. Auch hier gehen wir einmal rein. Let's go. Komm. Ja, hier haben wir den nächsten, Kluivert. Also der Sohn vom, ich weiß nicht wie er heißt, aber auch Kluivert auf jeden Fall. Und vielleicht ziehen wir jetzt noch den nächsten fernen Verwandten oder näheren Verwandten im gemischten Spielerpack. Aber hier wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Komm, gönn nochmal. Naja, immerhin Goldrare. Da war auch nichts dabei. Und jetzt haben wir das Prime Electrum Spieler Pack. Das garantiert uns immerhin einen Spieler mit einer Bewertung von 80 plus. Also komm, gönn uns. Gönn. Ja, immerhin ein Bordspieler. Fernando. Oh, den können wir auch mitnehmen. 84 ist okay. Mura haben wir auch noch drin. Kamara. Ja. Ein paar Spieler, auch die silbernen Spieler, da sollte man gucken. Es sind ja gerade die Icon-Swaps, die können was an, ein bisschen was an Wert haben. Und das Megapack machen wir natürlich auch noch auf. Wir haben hier einen garantierten 82 Plus Spieler drin. Und dann würde ich sagen, auch hier ein letztes Mal. Komm, gönn EA. Let's go. Abfahrt. Ja, leider nur ein Bordspieler. Aber vielleicht ein guter. Mondi? Nee. Hernandez. Ja, 83. Schade. Ja, ansonsten, ja. Ist das eher nichts. Aber wir haben hier noch einen Shadow drin. Da ist das gut. Ich glaube 5k sogar.
Aber das wandert erstmal alles in den Verein, kann ich dann später natürlich verkaufen. Ich hoffe, dass ich euch auf jeden Fall damit weiterhelfen konnte und vielleicht habt ihr auch was Gutes gezogen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Könnt ihr auch mal gerne kommentieren, was ihr daraus gezogen habt. Mein Vorschau-Pack gönnt es mir auch nicht. Ich mache es immer jeden Tag auf. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal Glück. Aber bisher, ja, war es eher mau. Okay, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.